Hi ihr Lieben, heute geht es mal um Repeating Licks. Was sind Repeating Licks? Repeating Licks sind einfach Licks, ja, die sich eben, wie man auf Deutsch sagt, halt wiederholen. Also zum Beispiel Und warum sind Repeating Licks jetzt so cool und werden so gerne verwendet? Das liegt zum einen daran, ja, es klingt irgendwie sehr, sehr anspruchsvoll, weil man irgendwie so eine Phrase schnell wiederholt. Man kann das halt auch super schnell machen, weil wenn man es einmal quasi in den Fingern drin hat, dann kann man das immer wieder abspulen und schnell hintereinander spielen. Das klingt unglaublich beeindruckend und ist aber eigentlich gar nicht so schwer aus genau dem Grund, weil ich freue mich zum Beispiel immer, wenn irgendwo in einem Solo mal ein Repeating Lick ist, weil dann denke ich mir, okay, das sind jetzt keine komplizierten 32. Pausen oder so, wo ich irgendwie rhythmisch groß was beachten muss meistens, sondern ich übe halt einmal diesen Fingersatz und dann passt das. Es baut auch irgendwie eine gewisse Energie auf. Also gerade bei so Maiden-Soli, also Soli von Iron Maiden, da stelle ich es immer wieder fest, dass die unheimlich gerne mit Repeating Licks arbeiten. Und das macht dann auch irgendwie die Soli so, ja, so kraftvoll und auch irgendwie so, dass man die halt nachsingen kann und dass man die irgendwie schnell im Ohr hat, weil sich halt viel wiederholt. Wiederholung ist ja in Musik sowieso immer super wichtig, weil was man wiederholt, bleibt halt eher beim Hörer hängen. Ja, und was cool ist, hört der Hörer auch gern öfter. So, jetzt schauen wir mal, was gibt es denn für verschiedene Repeating Licks. Ich würde mal sagen, so die ursprünglichsten Repeating Licks oder die ältesten, die ich kenne, sind irgendwie so Chuck Berry-Dinge, so. Und das kann man jetzt eben erweitern. Da wären wir jetzt mal beim ersten Typen von Repeating Licks. Man kann aus allem Repeating Licks bauen. Ich zeige jetzt nur mal sehr populäre. Einmal ist es eben das hier. Da seid ihr, ich kann es auch in A-Moll mal durchmachen. Da seid ihr jetzt in der ersten Position der Mollpentatonik, also. Und im Prinzip ist das deswegen so effektiv, weil ihr immer auf die, und es klingt jetzt so cool und bluesy, weil ihr im Prinzip immer, also entweder ihr macht halt einen kompletten Fulltone-Band nach hier, oder ihr macht so ein bisschen, ihr geht so ein bisschen über die Blue Note, also ihr schiebt den nur so ein bisschen an, dass es so irgendwo zwischen dem Halb- und dem Ganzton ist. Hier ist ja unsere B5, die halt das Ganze so ein bisschen bluesy macht. Wenn ihr den trefft, dann klingt es einfach bluesy. Jetzt kann man dieses Lick noch weiterentwickeln. Zum Beispiel bei Highway to Hell geht es ja dann so. Übrigens, damit es nicht so matscht, immer wenn ich diese Bewegung mache, also immer wenn ich bände, in diesem Moment hört mein Finger hier auf zu drücken. Weil wenn ihr das nämlich nicht macht, dann habt ihr halt, ist vielleicht auch so gewollt, aber dann habt ihr immer noch den zweiten Ton auf jeden Fall. Dann habt ihr immer noch den zweiten Ton auf jeden Fall irgendwie mitklingen und manchmal wollt ihr das nicht, weil es dann so ein bisschen zum Schnarren kommt. Das heißt, genau, immer, wenn ich so mache, statt. Ja, in der zweiten Möglichkeit ist jetzt haben jetzt die beiden Töne immer noch mitgeklungen. Kann man wollen, muss man nicht. Jetzt gibt es noch eine Möglichkeit, die ist auf jeden Fall im Sweet Child O' Mine Solo. Und die finde ich sehr cool und deswegen benutze ich die auch immer wieder super gerne. Und wie gesagt, Licks klauen ist das Normalste, was es in der Musik gibt. Also was heißt klauen? Also die wiederverwenden. Kaum jemand erfindet noch irgendwie komplett neue Licks, die es nicht schon mal gab. Sondern man lässt sich eben immer von seinen Idolen inspirieren und baut dann deren Sachen eben ins eigene Spiel ein. Das machen alle. Also da geht es jetzt darum, wir machen erst. Das kann man auf zwei verschiedene Arten machen. Einmal kann man es so machen. Dass eben alle Noten gleich lang sind. Oder man kann es, wie Slash das macht in Sweet Child O' Mine, macht es eben so. Dass man eben diese schnellen Triolen dazwischen baut. Dann ändert sich es halt rhythmisch ein bisschen. Ist auch cool. Eine zweite Möglichkeit, wie man noch Repeating Licks machen kann,
habe ich mir jetzt mal als Inspiration aus dem The Number of the Beast Solo von Iron Maiden genommen. Übrigens auch da der Adrian Smith, das ist das zweite Solo. Das zweite Solo beginnt auch mit... Ja, also genau das, was wir eben gemacht haben. Und dann gibt es später noch Folgendes. Jetzt könnte man denken, okay, das passt ja irgendwie auch. Es könnte auch unsere erste Position sein. Also was heißt erste Position? Wenn eben der Grundton auf der A-Seite ist. Aber es ist die Position, wo der Grundton auf der A-Seite ist. Das heißt, es ist das hier. Ne? Dieses Shape ist es. Und jetzt nehmen wir nur das hier. Wieder haben wir diesen Unisono-Ton. Also wir benden den Ton so weit, dass er im Prinzip der gleiche ist, wie der, den auf der B-Seite spielen. Das mache ich gerne. Mit dem dritten Finger bände ich und dann der Rest, das besorgen dann der erste und der vierte Finger. Und im gleichen Solo direkt danach behält er diesen Fingersatz und macht jetzt aber ein anderes Repeating Lick. Auch ein absoluter Evergreen unter den Repeating Licks. Wir machen im Prinzip genau das Gleiche. Und ja, hier ist jetzt eben nicht mehr das Bending der King, sondern die Hammer-Ons und Pull-Offs. Eigentlich nur Pull-Offs. Das könnt ihr auch noch erweitern bzw. ein bisschen variieren. Zum Beispiel könntet ihr jetzt so machen. Ne? Auch sehr beliebt. Und jetzt kommen wir zur letzten Möglichkeit, die ich jetzt mal so rausgesucht habe von den Millionen Repeating Licks, die es gibt. Auch sehr beliebt ist Arpeggi. Moment, Arpeggios. Ich habe extra gerade noch eben im Duden nachgeguckt, dass ich das auch wirklich richtig sage. Also es gibt entweder Arpeggios oder Arpeggien. Ich habe in meinem Leben noch nie Arpeggien gesagt, aber der Duden hat wahrscheinlich recht. Wahrscheinlich heißt es auf Italienisch dann Arpeggi. Keine Ahnung. Das ist eine absolut oft geführte Diskussion. Ist ja auch wurscht, das ist ja ein Gitarrenkanal, das ist kein Grammatikkanal, okay? So, dazu muss man wissen, also damit muss man sich schon ein bisschen mit Intervallen beschäftigt haben, damit man rafft, was man hier tut. Und zwar, zum Beispiel möchte ich also das hier, ne, möchte ich spielen. Und dazu muss ich wissen, dass das ein C-Dur, also ich muss es dafür nicht wissen, aber also ich kann es natürlich auch so spielen, ohne es zu wissen, aber ich finde es immer extrem hilfreich, wenn man auch weiß, was man da tut, weil dann kann man es nämlich auch in eigenen Soli einsetzen. So, wir haben ja ein C-Dur-Arpeggio, das bedeutet, das ist unser C. Die große Terz, wir wissen ja, Dur, große Terz, ne, ist hier. Und die Quinte, der dritte Teil des Dreiklangs, ist dann das G hier. Und jetzt wird das Ganze andersrum gespielt. Also Quinte, Terz, Grundton. Quinte, Terz, Grundton. Das heißt, wenn wir jetzt in C-Moll wären, das sind eigentlich so die beiden Shapes, um die es uns hier geht, dann, was passiert von Dur zu Moll? Genau, wir brauchen eine kleine Terz. Und die kriegen wir eben, indem wir unsere große Terz einen Halbton nach links verschieben und sind jetzt auf dem S, also C-S-G. Klingt gleich viel trauriger, ne? Aber das sind die beiden Shapes im Prinzip, die wir brauchen. Und das findet sich jetzt zum Beispiel auch schon im Solo von Mr. Crowley von Ozzy Osbourne. Das ist ein super geiles Solo. Und da gibt es eben diesen Part, also es ist ungefähr so. Jetzt haben wir noch eine zweite Möglichkeit, und zwar bei Final Countdown. Da wird das Ganze ein bisschen spannender gemacht und dadurch entsteht eigentlich dieser coole Effekt, dieser Verschiebeeffekt irgendwie, den man bei Final Countdown hat und der das Ganze, also es ist auch nicht ganz einfach zu spielen, aber das macht das irgendwie noch mal viel interessanter und es klingt schon mal viel schwieriger, als es eigentlich ist. Das ist so einmal die Figur, also
Und da ist jetzt diese 32. drin und die wird immer verschoben und dadurch klingt das Ganze eben so interessant. Was ich auch immer cool finde, ist, wenn man dann noch einen zusätzlichen Ton dazu nimmt. Und zwar, man kann zum Beispiel jetzt bei diesem besagten B-Moll eignet sich eben super, wenn man hier vom 14. Bund auch noch in den 15. geht. Und dann spielt man eben die kleine Sechste. Auch super interessant, macht das Ganze nochmal ein bisschen spannender. Auch das klingt halt einfach cool und ist nochmal eine Abwechslung. So, jetzt habt ihr ganz schön viele Repeating-Licks und Variationen von diesen Repeating-Licks gehört. Sperrt einfach mal die Ohren auf. Ihr werdet Repeating-Licks in allen möglichen Soli und Songs hören. Vielleicht konnte ich euch auch ein bisschen die Angst nehmen vor diesen Repeating-Licks, die erstmal böse klingen, aber eigentlich, wie gesagt, dadurch, dass es immer eben sich wiederholt, sind die relativ gut zu lernen, sage ich mal. Und es macht super Sinn, weil die kann man wirklich überall einbauen und die Leute denken dann immer so, oh. Und ihr merkt ja auch, Iron Maiden-Soli sind super beliebt und ich würde sagen, vor allem auch deswegen, weil die halt diese Repeating-Licks einbauen. Und das macht das Ganze einfach sehr eingängig. Wenn euch das Video gefallen hat, dann drückt gerne Abo und Like. Und ich glaube, dieses Glöckchen, da müsst ihr auch irgendwie aktivieren, sonst kriegt ihr keine neuen Videos angezeigt. Und momentan könnt ihr mir noch einen ganz großen Gefallen tun. Und zwar habe ich immer noch mein Crowdfunding für mein erstes Album laufen. Auf dem werdet ihr natürlich auch einige Repeating-Licks finden. Ist ja klar. Und wenn ihr mich dabei unterstützen wollt, dann habe ich euch hier den Crowdfunding-Link in die Beschreibung gepackt. Probiert es gern aus alles. Viel Spaß beim Üben und beim Bauen eurer eigenen Repeating-Licks in Soli. Ciao, bis zum nächsten Mal.